So, willkommen zurück bei... Wir haben hier irgendwie Gegner gefunden. Level 12er Gegner, die uns das Leben zur Hölle machen wollen. Sie können wir übrigens jetzt auch mittlerweile töten, haben wir aber gar nicht vor. Weil Dorothy ist ja... Eigentlich will sie ja nur Gutes. It's one of them, yeah, it's me. Mario. Hast du gedacht, ne? Aua. Ja, hast du tatsächlich gedacht. Ah. Ich will den... Nein, den da. Ah, einer weniger. Nein, den will ich doch nicht. Okay, dann will ich den ja mal doch. Arsch. Lass mich ein bisschen an dir nagen. Du schmeckst so gut. Ja. Du großer, stattlicher Kerl. Man weiß jetzt nicht, was da... Leben noch alle? Ja. Ist hier Mr. Ja, er lebt noch. Hast du eigentlich mittlerweile irgendwelche anderen Gesprächsoptionen? Good evening. I'd like to see what... Okay, die hat nur normalen Stuff. Ich werde jetzt tatsächlich zurück zum Krankenhaus laufen. Und vom Krankenhaus dann möchte ich mit Thelma sprechen. Dann möchte ich mit dem Typen sprechen, den wir in der Kanalisation befreit haben. Beziehungsweise mit seinem Freund. Und da... Hallo? Und... Ja... Genau. Dann würde ich gerne wahrscheinlich noch mit der Ashbury-Tante reden. Ich weiß nicht mehr, wie ihr Vorname ist, tut mir leid. Mit der Ashbury-Tante reden. Und wenn ich das getan habe, würde ich wahrscheinlich schlafen gehen. Wir haben jetzt mittlerweile auch 2000 EP wieder, also ein bisschen was können wir tun. Ich habe da schon so meine primären Ideen, was ich... Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! There's one of them burning. Okay. Also ihr wollt mich jetzt hier töten, oder was? Crush the leech, boys! Was ist... Ich krieg hier drin auf jeden Fall Schaden. Ich muss ein bisschen aufpassen, wegen meiner Ausdauer. Back in the crowd. Den will ich zuerst haben, damit er weg ist. You'll pay for this! Aber erst sollen die Kleinen... Nein, die Kleinen! Du bist einer der Kleinen. Dann eben doch dich zuerst. Von mir aus. Stirbt, Winston Sheen. Nein, du sollst ihn anvisieren. Oh, ich finde nicht. Ja, daneben. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich muss ihn töten, weil ich glaube, es kommen unendlich Leute. Kann das sein? War's das? Der Musik nach nicht. Das war nicht meine Absicht. Die Leiche ist schon verschwunden. Ich kann niemanden von euch looten. Sollte hier jetzt noch jemand sein? Genau das, was ich wollte. Wollte nicht die Mülltonne? Nein, nein. Ich wollte unbedingt da hoch. Oh, jetzt ändert sich die Musik auch. Okay. Dann gehen wir mal zurück zum Krankenhaus. Ich habe immer noch Lust, gegen dich anzutreten, aber das mache ich erst, wenn ich jetzt nochmal gelevelt bin.
Ich habe gerade übrigens echt viel EP bekommen von denen. Ungefähr 600, glaube ich. Das war schon ganz praktisch. Status des Bezirks gesund, genau. Hier oben ist doch mein Zuhause, ne? Ja, schlafen will ich aber hier gerade nicht. Ich möchte gerne erstmal mit Thelma reden. Ach, hier ist Dr. Toppitz. Außen Toppitz, innen Geschmack. Wo haben wir denn? Nein, nein. Auch nicht. Nein. Nein. Thelma. Ich kann mit euch wieder reden. Das ist gut. Ashbury? Also ja, ich will auch mit euch reden. Don't waste your time with me. Wieso? Ich hab Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. How painful. So painful I'd rather not talk. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. I have to go now, sir. Also, But don't hesitate. der Punkt ist, ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Heilungen, die ich mache, total oberflächlich sind und mir nur ein bisschen EP geben. Weil, ja, ich habe wirklich das Gefühl, es ist total oberflächlich und eigentlich total egal. Es geht glaube ich, nur um den Bezirk. Da. There she is. Keine Ahnung, wo du gerade warst, aber... Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Ja. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. So, jetzt würde ich gerne einmal rausgehen. Und mit... nicht mit euch. Oh, doch. Ich habe es doch blinken gesehen. Meins. Ich habe es doch blinken gesehen. Meins. Ich habe es doch blinken gesehen. Achso. Das letzte Mal war er hier hinten. Hat jemand Kopfschmerzen? Achso, ich habe ja noch nichts gegen Kopfschmerzen. Newton Blight. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Why did you run?
What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. Die Schuldgefühle eines Soldatens Kindheit, sie waren verschüttet. Verschüttet. When I rescued you, you expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during a shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it. Newton and I were trapped in a circulation tunnel after an artillery attack. We were buried alive for several days without ever knowing if we'd be found. Oswald, tell me about what happened when you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days, and days like months. Oh, the terror, the shameful thoughts. Lord have mercy. Shameful thoughts. Tell me about them. At some point, I don't remember which day, but when I thought we'd never be rescued, that this would be our end, I thought about... Eating? Maybe? Say it, Mr. Thatcher. If you ever want to heal, you have to say it. I thought about what I could do to survive, just for a few more days. I thought about killing Newton. Killing and eating him. The man I fucking love. What you endured was terrifying. It would have completely destroyed weaker men. It did not destroy Newton. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. Ooh, okay. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Gehen wir mal zu Newton. Newton, ist der größte. Newton. Hello again, Mr. Blight. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe, for now. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Did you know Oswald Thatcher before the war? No.
We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Ja gut, nicht ganz so einfach. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Well. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. You and Oswald were buried alive during the war. Tell me about it. Yeah. It was last summer. A shell hit our trench and we were buried for a week. How did you survive for a week? Luckily for us, there were rations and water in the tunnel. It was an outpost, see. Since then, Oswald's not keen on being inside for too long. Oswald seemed far more traumatized than you by the event. It wasn't the first time it happened to me. And surviving it again gave me strength. You believe that? Okay, das erste Mal war also mit den Ratten und das zweite Mal, okay. How do you feel about Oswald, Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know, I never thought I'd love a man. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt schon Angst. Wenn ich schreibe, genießen Sie Ihre Liebe, dann sind die morgen tot. Deswegen, also der Punkt ist, eigentlich würde ich jetzt sagen, genießen Sie Ihre Liebe. Einfach um die zu motivieren und, nicht motivieren, zu unterstützen, wie auch immer. Das Problem ist, ich habe wirklich Angst davor, wenn ich jetzt mache, genießen Sie Ihre Liebe, sind die morgen tot, weil die von irgendwem umgebracht wurden, weil wir reden hier immer noch von 1800 irgendwas, oder also von, ja. Auf keinen Fall würde ich zur Vorsicht raten, also ich habe Angst, dass hierbei wieder was anderes rauskommt, als ich, als wenn er jetzt sagt, so nach dem Motto so, also darüber sage ich jetzt nichts. Also so nach dem Motto so abwertend, da habe ich Angst davor, dass er halt anstatt zu sagen, so nach dem Motto, ne, ich stehe hinter euch, ich werde kein Wort verraten, dass anstatt dessen halt was anderes damit gemeint ist. I won't say a word, Mr. Blight. Your secret is safe with me. I fought for my country and I survived. I saw my comrades die. And now society tells me I'm a criminal for who I love. It makes me so angry. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Okay. The city is more peaceful without the bombs, but no less dangerous. Good evening. Evening, Dr. Reed. Ja. Newton is conflicted about his feelings towards you. Would you like to talk about it, Oswald? It makes me sad and angry. It feels like the beautiful thing we have is somehow tainted. It hurts to see him so lost. His love for you is genuine,
I'm certain he wasn't lying to me when he expressed his feelings for you. Newton still has to accept it, knowing he'll be seen as a queer, a fairy, less than a man in those simple-minded bigots' eyes. Though he's more of a man than they'll ever be, so fuck them all. Ja. Keine schlechte Goodbye, Einstellung. Mr. Thatcher. Kann ich hier noch irgendwie weitermachen? Oder kann ich jetzt nochmal mit dir reden? Oder. Ja, wo bist du hin? Hä? Nö, klar, geht einfach. Aber wie gesagt, wie kommst du. How? Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? Ich kann aktuell nichts mehr tun. Goodbye, Mr. Blight. Da müssen die beiden Take wohl care für of sich yourself. selbst entscheiden, was sie tun und was sie machen und wie sie es machen und überhaupt. Genau, ich werde jetzt die Ashbury noch Bericht erstatten und dann werde ich hoffentlich... Ist sie noch hier? Hä? Ja. Oh nein, tu's nicht. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Muss ich das jetzt hundertprozentig verstehen? I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Gut. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Nur deswegen habe ich das ja überhaupt gemacht und das ist das Problem. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere,
We have come to a mutual understanding. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Süß. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. What type of vampire is a Scar? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Okay, es war also Absicht. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. The Spanish flu has hit London that bad? Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. The end boss of this game. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain. More than likely, it was the once glorious Guard of Priwen. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone. But it seemed they have been recruiting. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days. But all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But not all vampires are But all vampires are not Ekon. We are
but a branch of the immortal tree. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Okay. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Das ist eine schwachsinnige Frage. Aber Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Aber ich habe doch nicht freiwillig vom... So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I bid you farewell. For now, my Da stellt sich mir jetzt aber die Frage, warum habe ich das Blut I von... must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Achso, ja. Ja, das hatte ich sowieso vor. In der Hoffnung, dass ich dann Kopfschmerzen heilen kann. Wo ist Milton? Milton. Milton? Und wo ist Rakesh? Jetzt seid ihr hier oben, oder was? Was macht Pippa hier oben? Ach so. Mhm. Ist klar, ihr beiden. Good evening, Milton. Good. Kleine Nummer zwischendurch, ja? I'd like... Wise choice, Dr. Reed. Leider hat er nicht das, was ich brauche, aber das ist okay. Miltons Schrotflinte. Das ist okay. Ich würde einmal noch gern zu Rakesh. Ich weiß nur nicht mehr. Ja, ich glaube, er hieß Rakesh. Selma. Top 9, hier ist er nicht. Hier, glaube ich. Ja. Rakeshi, mein Freund. Kann ich deine Truhe ausräumen? More bodies will arrive. Good evening, Dr. Reed. Please show me what... Of course. Okay, du hast nicht... Irgendwer hatte irgendwas für mich. evening. Goodbye, Mr. Chidana. Irgendwer hatte was für mich. Ich weiß nicht mehr wer. Und das war mir damals zu teuer, weil es irgendwie 70, 80 gekostet hat. Ah, war das der Händler? Es kann sein. Das Ding ist wahrscheinlich immer noch abgeschlossen, ne? Und nur eins. It's locked. Hallo Schwesterchen, wie läuft's in der großen Stadt? Hier in Brumm ist die Lage nicht so gut. Anscheinend ist die Grippe wieder da und in der Nachbarschaft gibt es viele Neuerkrankungen. Erinnerst du dich noch an Miss Scheller? Die fiese alte Schnapsdrossel aus dem 2. Stock. Sie ist vor 2 Tagen gestorben und ihre Wohnung ist bereits wieder vermietet. Mensch, man müsste sich
mir schon eine Menge Geld bieten, damit ich in einem Bett schlafen würde, in dem vor ein paar Stunden eine Frau an der Grippe gestorben ist. Tut mir leid, dass ich mir mit Beantwortung deiner letzten Briefe Zeit gelassen habe, weil der kleine Paul, Mama, Papa und meine Arbeit in der Fabrik mich derart auf Trab halten, finde ich kaum Zeit, meiner Lieblingsschwester zu schreiben. Übrigens lässt mein Sohnemann Grüße an seine Tantchen Pippa ausrichten. Du solltest den kleinen Quengelkopf mal sehen. Er treibt mich jetzt schon in den Wahnsinn. Und Mama sagt, du sollst ein paar dieser fantastischen Kuchen mitbringen, wenn du das nächste Mal nach Hause kommst. Im letzten Brief schriebst du mir, dass du überlegst, deinen Job in Pembroke zu kündigen. Ich finde, das solltest du dir besser zweimal überlegen, Pip. In der Fabrik gibt es immer Arbeit, aber die Löhne sind beschissen und es ist langweilig wie ein Tag ohne Sex. Oh, ich habe einen neuen Freund. Und nein, ich bin keine Schlampe, du Moralapostel. Wenn du also wirklich hinschmeißt und das etwas Sinnvolleres tun willst, als jeden Morgen Tote zu zählen, solltest du vielleicht besser in London bleiben und einer Gruppe beitreten, von der du mir erzählt hast. Diese Wachen von Priven oder so. Habe ich noch nie von denen gehört, aber wenn es wirklich eine Art Miliz ist, die etwas verändern will, ist sie vielleicht das Richtige für dich. Aber spiel bitte nicht die Heldin. Das hat mein armer Billy in Frankreich das Leben gekostet. Er hat zu viele Stoßtrupps angeführt, verdammter Krieg. Wie dem auch sei, komm so schnell wie möglich mal wieder her und halte mich bis dahin auf dem Laufenden, wenn es gute Nachrichten gibt. Lucy, Paul, Mama und Papa. Pipa! Ja, aber wir sprechen später mal mit Pipa. Warum stöhnst du? Alles gut bei dir? Not now. Okay, dann nicht. Dann untersuchen wir mal kurz das Blut. Also irgendwie respawnen die ganzen Sachen hier immer wieder. Das ist eigentlich ganz praktisch. Man sollte, also ich glaube, ich sollte mich hier immer mal wieder umgucken, um einfach ein bisschen was zu klauen. It's locked, all right. Außer die Sachen, die tatsächlich leider verschlossen sind. Ah, ein Serum, shit. Ah. Toll. Toll. Nicht das, was ich wollte, aber gut. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scows. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Oh, okay. Und so einfach sind wir gerade auf einmal in Kapitel 3 gekommen. Okay. Wir gucken mal ganz kurz, wie ist die Lage. Das ist noch gesund. Das hier ist... Achso, das ist stabil. Das hier ist bedenklich. Und da ist genau der Punkt, wo ich mir denke, ich hoffe, das geht jetzt gleich über 80%. Ich bin mal gespannt. Weil wir werden uns jetzt leveln. Okay, ich habe 3000 Punkte. Ich möchte gerne eine ultimative Fähigkeit haben. Und zwar werde ich die Schattenfähigkeit hier benutzen. Also mir holen. Das kostet mich schon doch ordentlich, aber egal. Ich werde sie, genau, das ist meine ultimative Fähigkeit. Dann möchte ich gerne, in großen Durst habe ich schon gut was gemacht. Blutkapazität auch. Ich möchte gerne auf jeden Fall erstmal meine Ausdauer erhöhen. Und zwar ordentlich, wenn ich kann. Weil, 600, okay. Das ist das, was ich in Kämpfen brauche. Punkt. Das kostet 1000. Okay, dann mache ich das jetzt noch einmal. Okay. So, und dann gucken wir mal. Blut ist immer gut. Beißen in dem Sinne ist ja auch nicht. Blutkapazität ist auch sehr gut. Ich glaube, ich sollte aktuell auch noch mal ein bisschen in Blutkapazität gehen. Es gibt noch die verschiedenen Fähigkeiten, aber ich bin jetzt erstmal, ich habe jetzt 2 und möchte mal gucken, auch wie sich das miteinander spielt. Dadurch, dass ich jetzt ja eine bessere Waffe habe, habe ich jetzt erstmal, ich bleibe jetzt erstmal dabei und hole mir noch ein bisschen mehr Blutkapazität. Und dann bestätige ich das und gehe schlafen.
Immer mehr mysteriöse Vermisstenfälle in den letzten Wochen. Mittlerweile ist es so schlimm, dass Zeugen Schlange stehen müssen, um der Polizei die Aussage machen zu können. Auch wenn diese Phänomene im ganzen Land auftauchen scheint, konzentrieren sich die Aussagen in den letzten 24 Stunden auf eine einzige Gegend im ganzen Land. Whitechapel in London. Oh nein. Ja, ein weiteres Mal überlässt man das verschmähte und verabscheute East End mit den zahlreichen Problemen sich selbst. Aber trotz dieses erneuten beleidigenden Achselzuckens der Behörden haben zahlreiche Familien aus diesem Bezirk beim nächsten Polizeirevier das unerklärliche Verschwinden eines Verwandten oder Nachbarn gemeldet. Was ist mit all diesen vermissten Personen geschehen? Wo sind sie? Die einzige Verbindung zwischen ihnen scheint darin zu bestehen, dass sie krank waren und umgehend medizinische Behandlung bedurften. Bis vor kurzem war es vor Ort ein gut gehütetes und noch nur ein wenig gelüftetes Geheimnis, dass solche Hilfe nur in einer von unbekannt guten Samaritern geführten gemeinsamen Apotheke zu bekommen war. Doch diese scheint geschlossen zu sein und niemand weiß, was aus ihr wird. Haben sich die Verschwundenen an einen Ort begeben, der noch schwerer aufzufinden ist? Wurden sie ohne großes Aufsehen in eine offizielle Institution verlegt? Schon bald wird die Londoner Gesundheitsbehörde zu diesem neuen Mysterium Stellung nehmen müssen. Oh, soviel zum Thema. Ich dachte, es ist besser geworden. Wir sind runtergesunken um gut 6%. Was hat das Y zu bedeuten? Wichtiges Ereignis. Ja, es liegt daran, dass wir... Sie wird vermisst. Also die Leute heilen hat nichts mit dem Gesundheitszustand des Dingens zu tun. Also so wirklich gar... Also gefühlt tatsächlich einfach gar nicht. Was ein bisschen schade ist. Okay. Ist das jetzt gerade neu dazugekommen? Sind die alle krank geworden? Wait, what? What the fuck? Was? 4? 5? 6? Mal 7? 7 Mal Erschöpfung? Und einmal Kopfschmerzen. Das hatte er aber auch schon vorher. Preise der Waren am Händler können sich verändert haben. What? Das war gesund. Alle waren total toll und überhaupt. Und jetzt sind die alle erschöpft oder was? Es ist stabil geblieben, weil hier ist auch noch nicht viel passiert. Obwohl ich tatsächlich mal zu dem gehen könnte und ihn heilen könnte, einfach weil ich es kann. Soll ich jetzt 7 Mal... Also ich glaube, das ist nicht sonderlich teuer, aber 7? Ja, das ist wirklich nicht teuer. Ich brauche 8 Stück. Krass. Ich habe halt immer noch nichts gegen Kopfschmerzen. Das ärgert mich ein bisschen. Aber, what the fucking hell, Hier ist eine Quest? Das ist da, wo Dorothy war. Interessant. Interessant. Also ja, tatsächlich interessant. Genau, jetzt habe ich die ultimative Fähigkeit. Ich habe keine Ahnung, was sie tut. Also doch, ich weiß, was sie tut, aber ich muss mal gucken, wie sie denn genau einzusetzen ist. Wir sind Level 13. Oh, das ist interessant. Weil ich habe ja eigentlich gerade mehr als 2 Fähigkeiten gekauft. Heißt das tatsächlich, ich muss eine gewisse Anzahl von EP einsetzen, damit ich hochlevel? Und es hat nichts mit den verschiedenen Arten von wie viele Fähigkeiten lerne ich zu tun? Scheinbar. Es ist quasi so nach dem Motto, wie viel EP ich tatsächlich ausgegeben habe, die mein Level bestimmen. Auch gut zu wissen. Aber ja, genau, ich setze mich hier kurz hin. Nein, ich möchte nicht schlafen. Aber genau, da ist das Speichersymbol. Dementsprechend, oh mein Gott. Sag mir nicht, der ganze Part ist weg. Ja, eventuell habt ihr nur Ton gehört, diesen gesamten Part über. Fuck.